Ich präsentiere Ihnen hier eine Auswahl meiner wirkungsvollen Trainingsvideos. Sie sind zusammengefasst in einer in sich schlüssigen Trainingseinheit von ca. 30 Minuten, also einer inhaltlich und zeitlich gut zu bewältigenden Tagestrainingseinheit. Alle Übungen in diesem Video bewegen sich auf ungefähr einem Level, sodass Sie keine Bedenken haben müssen, dass es auf einmal viel zu schwer oder viel zu leicht für Sie wird. Anhand der Farbskala, die ich auf den Titelbildern Thumbnails verwende, können Sie die jeweilige Schwierigkeitsstufe des Trainingsvideos schnell erkennen. Die Farbe Weiß ist für Anfänger. Das Schwierigkeitslevel entwickelt sich dann in Pfeilrichtung mit den Farben immer weiter, bis zur Farbe Schwarz für die Experten. Ich wünsche Ihnen nun viel Spaß beim Training. Los geht's! Jetzt kommt eine Übung für den oberen Rücken, um die Schulterhaltung, die Rückenhaltung zu korrigieren, um neue Impulse für den Körper zu geben. Und ich stelle mich dafür mal jetzt seitlich zu Ihnen, dann können Sie das besser sehen. Und nach 5 Wiederholungen gebe ich Ihnen die nächsten Impulse. Das heißt, die Übung entwickelt sich auch mit der Zeit weiter. Ich will nicht alles auf einmal zeigen, dann können Sie sich das besser aneignen und besser mitmachen. Also, erstmal hängen die Schultern ja in der Regel vorne, das heißt, sie stehen vielleicht eher so. Und jetzt richten wir uns auf und ziehen die Schultern ganz nach hinten, so weit es geht und weiter. Geht noch weiter und weiter, weiter. Und wenn Sie denken, es geht nicht mehr weiter, dann halten Sie. Halten, halten und wieder los. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Also die Schultern hängen und Sie richten sich auf, ziehen die Schultern nach hinten, so weit es geht, so weit es geht. Die Schulterblätter drücken sich hinten zusammen und halten und halten, halten und los. Ich zeige Ihnen das auch mal von hinten. Die Schultern ziehen Sie nach hinten und Sie drücken damit gleichzeitig auch Ihre Brust nach vorne und ziehen weiter nach hinten, weiter, weiter. Und wenn es nicht mehr weitergeht, halten Sie es in dieser Haltung. So, 3. Ich mache das auch nochmal von dieser Seite. Die Schultern gehen nach hinten, so weit wie es geht. Und wir halten das und halten, halten und wieder loslassen. Und nochmal von der Seite. Und die Schultern hängen ja bisher und jetzt richten wir uns wieder auf und ziehen die Schultern nach hinten, so weit es geht. Halten, halten, halten und los. Das waren jetzt 5 Wiederholungen. Jetzt kommt das nächste. Das heißt, jetzt achten wir darauf, dass die Schultern dabei nicht nach oben sich ziehen, oder dass sie die Schultern nicht nach oben ziehen, weil viele machen es automatisch, wenn sie die Schulter nach hinten ziehen, dann ziehen sie auch die Schultern hoch. Das ist aber nicht korrekt. Nicht korrekt für die Haltung von ihrem Körper.
heißt, wir ziehen jetzt die Schultern wieder nach hinten und drücken sie gleichzeitig nach unten. Hinten, unten und halten, halten, halten und los. Jetzt nochmal in dieser Position. Ziehe die Schultern nach hinten und nach unten und halten, halten und lasse wieder los. Hier ich ziehe die Schultern nach hinten, so weit und drücke sie nach unten. Und halte, halte und los. Jetzt nochmal von hier. Das ist jetzt Nummer 4. Und wieder die Schulter nach hinten ziehen. Und halte. Achso, nach unten natürlich auch. Ich darf nicht vergessen. Halten. Und los. Und jetzt noch eine. Und die Schultern nach hinten ziehen, soweit dies geht, und nach unten drücken und halten. In dieser Anspannung halten. Und los. Jetzt haben wir insgesamt 10 Wiederholungen. Jetzt kommt das nächste Element der Übung. Wir drehen dabei jetzt das Becken ein, weil das Becken hat auch eine zentrale Rolle. Es ist praktisch die Statik für Ihren oberen Rücken. Sie drehen Ihr Becken jetzt so ein und der ganze Körper richtet sich dadurch alleine schon mehr auf. Normalerweise stehen Sie eher so und jetzt drehen Sie Ihr Becken ein und der obere Körper reagiert auch darauf. Das ist auch anstrengend, gehört mit zu der Übung. Und diese Spannung, die jetzt hier entsteht, die halten Sie während der Übung. So, jetzt haben wir das hier, Nummer 1. Becken eindrehen, Schultern nach hinten ziehen, nach unten und alles halten. Halten, halten und loslassen. Auch hier können Sie zwischendurch wieder entspannen. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Becken eindrehen, Schultern nach hinten ziehen, nach unten drücken und die gesamte Spannung halten. Halten, halten und los. Ich zeige Ihnen es auch von dieser Seite. Jetzt wieder Becken eindrehen. Die Po-Muskeln spannen sich dabei auch automatisch mit an. Und Schultern nach hinten, nach unten und Spannung halten. Von hier an bis oben ist im oberen Bereich, im hinteren Bereich alles angespannt. Und los. Jetzt nochmal von hier. Becken eindrehen. Po-Muskeln sind wieder angespannt. Hier ist alles angespannt. Schultern nach hinten ziehen. Nach unten drücken und halten. 3. Halten. 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 Und los. Nochmal von hier. Becken eindrehen. Alles ist wieder angespannt. Schultern nach hinten, nach unten und halten. Halten.
Schultern nach hinten, nach unten und halten. Los. Jetzt kommt noch etwas Viertes dazu. Das heißt, wir versuchen jetzt diese Anspannung, die wir hier vom Becken auf bis oben zu den Schultern, bis zum oberen Rücken. Wir versuchen diese ganze Anspannung etwas länger zu halten. Jeweils etwas länger. Also, ich drehe das Becken ein, ziehe die Schultern zurück, drücke es nach unten, drücke die Schultern nach unten und halte jetzt diese Spannung. Zähle dabei noch ein bisschen länger mit. 1, 2, 3, 4, 5. Jetzt das Ganze mal von hier und jetzt zähle ich mal bis 6 dabei. 1. Becken eindrehen, anspannen im Po-Bereich, Beckenbereich, alles ist angespannt. Schultern nach hinten, nach unten und anspannen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt zählen wir bis 7. Becken eindrehen, Schultern nach hinten, nach unten und alles anspannen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt nochmal, zweimal haben wir noch. Becken ein, Schultern nach hinten und nach unten und alles angespannt halten und halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8. Einmal machen wir noch. So, letzte Mal. Jetzt zählen wir bis 10. So, Becken ein, Schultern nach hinten, nach unten, Anspannung halten und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gut. Super. Heute trainiere ich die Trizeps. Ich nehme dazu einen Türrahmen, lege meine Hände zusammen und lege sie auf Schulterhöhe an den Türrahmen. Mit den Füßen stelle ich mich ungefähr ans andere Ende also an den gegenüberliegenden Türrahmen. Und wichtig hierbei ist, dass wir nachher nur die Arme bewegen. Der Rest des Körpers bleibt starr. Ich fange an, dass ich meinen Körper positioniere. Das heißt, meine Füße, die stehen eng beieinander. Mein Becken kippe ich leicht nach hinten. So, also nicht so, sondern so, damit ich nicht ins Hohlkreuz gerate. Und dann mache ich vielleicht noch einen kleinen Katzenbuckel dabei. Und in dieser Position
bleibt mein Körper und ich bewege dann nur die Arme. Und ich gehe dann leicht nach vorne, langsam nach vorne, rühre vielleicht mit der Nase gerade so meine Hände und drücke mich wieder zurück. Mit dem Po erreiche ich jetzt schon wieder den Türrahmen. Das heißt, ich habe mich weit genug abgestützt. Meine Hände sind weiterhin auf Schulterhöhe. Mein Becken ist weiter eingeklappt, sodass ich nicht ins Hohlkreuz gerate. Und jetzt kann ich die letzten 19 Wiederholungen machen und mache sie schön langsam. 2. 3. 4. Je langsamer ich das Ganze mache, desto anstrengender ist es. 5. Zwischendurch wieder das Becken kontrollieren, dass das Becken schön nach hinten geklappt ist. 6. 7. 8. 9. 10. Wenn es zu schwer sein sollte, dann lässt sich das ganz einfach korrigieren, indem ich weiter nach vorne gehe. Dann habe ich weniger Gewicht auf meinen Händen. 11. Gehe jetzt für mich mal wieder zurück, aber Sie können sich das dann für sich überlegen, wie es für Sie am besten passt. So, Becken wieder eindrehen, Katzenbuckel machen und nur die Arme bewegen. 12. 13. 14. 15. 16. So, jetzt wird es ein bisschen anstrengender, weil wir kommen wieder aus dieser Komfortzone raus, wo die Muskeln dann mehr zu tun bekommen, als sie gewohnt sind. 17. Und sich dann in der Trainingspause von 2 Tagen aufbauen können und sich stärken können für das nächste Training. 18. 19.
19, 20. Super. Jetzt trainiere ich meinen unteren Rücken. Schwerpunkt der seitliche untere Rücken. Ich lege mich dazu auf den Bauch. Mein Oberkörper lege ich hier ab. Der hat hierbei nichts zu tun. Ein Bein bleibt auf dem Boden, das andere hebe ich an. Schön hoch und gehe damit wieder nach unten. Dann nehme ich das andere Bein, schön hoch und lege es wieder ab. Das war jetzt 1 von 20. Also wir haben jetzt noch 19 langsame Wiederholungen. Ich mache jetzt weiter mit 2. 2. 3. 3. Und ja, die Po-Muskeln werden dabei auch mit beansprucht. Ein Schwerpunkt liegt jetzt aber auf den unteren Rückenmuskeln. 4. 4. 5. 5. Schön hoch, schön langsam. 6. 6. 7. 7. 8. 8. 9. 9. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 15.
14, 15, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 20, Gut. Super. Für diese Trainingseinheit kann ein Stuhl hilfreich sein. Jetzt sind die Waden dran. Ich stelle mich wieder breitbeinig hin, also Schulter breit mit den Füßen. Dann gehe ich den Hacken nach oben, schön hoch wie es geht, und gehe wieder mit den Hacken auf den Boden. Jetzt mache ich das Ganze von der Seite, schulterbreit hinstellen. Der Stuhl ist eigentlich nur für die Balance, dass ich dabei nicht umkippe. Ich gehe leicht nach oben, das heißt leicht, also so weit wie es geht. Und dann gehe ich mit den Hacken wieder nach unten. Jetzt mache ich das Ganze mal von hinten. Ich stelle mich wieder schulterbreit hin, gehe mit den Hacken nach oben und gehe mit den Hacken wieder nach unten. Das geht gut auf die Waden. Jetzt haben wir 3 von insgesamt 20 Wiederholungen. Und los geht's für die letzten 17. 4. 5. Natürlich stützen wir uns hier nicht so richtig ab, sondern halten nur ein bisschen die Balance, denn die Waden sollen die Arbeit machen. 6. 7. 8 und immer schön langsam. Und einen kleinen Kick kann es auch geben, wenn wir ganz oben sind und das einen kleinen Moment halten. Oh, wo waren wir jetzt? Ich glaube, jetzt kommt die 8. 8. 9. 10.
da hier der Bauch nicht eingequetscht wird und der Brustkorb auch nicht zusammengedrückt wird, ist es hier mit der Atmung egal. Also wir können jetzt einatmen oder gleich. 11. 12. 13. Jetzt merke ich schon wieder ein leichtes Brennen in den Waden. Super. 14. 15. Normalerweise wird es ab der 16. Wiederholung um einiges schwerer. 16. Schön langsam. Oben einen kleinen Moment halten. 17. Und das, was es jetzt nämlich richtig schwer macht, das ist die Komfortzone, aus der wir rausgehen. Und die unsere Muskeln dann nacharbeiten wollen. 18, indem sie sich stärker machen fürs nächste Mal. 19. Ja, da ist schon ein ganz schönes Ziehen in den Waden. 20. 20. Super. Wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie mir einen Daumen und abonnieren diesen Kanal. Dann verpassen Sie kein neues Video von mir und kommen schon bald Ihrem Wohlfühlkörper ein bisschen näher. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Ihr Lars Positivdenker.